Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Von außen nach innen. Das ist auch schon alles. Damit ist alles gesagt. Damit ist alles sofort auf den Punkt gebracht. Das ist Thema, das ist die alte Zeit außen, die neue Zeit innen. Das ist alles. Das ist die Bewusstseinswandlung. Das ist das, worauf es ankommt. Das zu leben, das zu verstehen, da drinnen zu sein, zu sehen, ich bin, wenn ich nach außen orientiert bin, mit meinen 5 Sinnen, mit meinem Verstand in einem limitierten Bewusstsein, wenn ich nach innen gehe, in die Verbindung meines Herzens, weiß, dass innen die Realität ist, von innen alles ausgeht, von innen das Leben passiert, Geist erschafft Materie, nicht Materie erschafft Geist, Energie erschafft Realität, nicht Realität erschafft Energie, physische Materie ist nichts anderes als verdichtete Energie, Energie erzeuge ich im Herzen, verstehe ich im Herzen, ja, Frequenz ist dasjenige, das ist eine andere Bezeichnung von Energie, geht von innen aus und ist dasjenige, was sich in der Materie manifestiert. Wenn ich diesen Punkt verstanden habe, habe ich den größten, entscheidendsten Schlüssel bereits in der Hand. Jetzt geht es darum, diesen Schlüssel anzuwenden. Wenn ich glaube, außen ist die Realität, bin ich Opfer der Umstände. Dann muss ich meinem Verstand folgen, schaue ich die Medien an, folge den Ängsten, die dort geschürt werden und so weiter. Die Medien sind Mainstream-Medien in der Regel. Die sind und werden bezahlt und kontrolliert von Deep State. Was gerade in Amerika passiert, ist, dass die Regierung dabei ist, Deep State aus den Angeln zu heben. Wenn du mehr dazu erfahren willst, in meinem letzten Buch, was an Weihnachten rausgekommen ist, das große Erwachen der Menschheit, auf Deutsch, The Great Awakening of Mankind in Englisch, gebe ich Details dazu. Was wir hier erfahren, sind immer die Dinge, die wir innen ansetzen. Nur geht es jetzt darum, in unserer Gesellschaft zu merken, dass wir nicht abhängig und Opfer von Situationen und Umständen im Außen sind, sondern wir sie immer bewusst oder unbewusst in unserem Inneren erschaffen. Wie erzeuge ich Energie? Wenn ich sage, Geist erschafft Materie oder Energie erschafft Materie. Wir alle können Energie erzeugen. Wir sind Transformation, Tore. Freie Energie setzt im Bewusstsein an. Das ist eine Bewusstseinsfrage. In dem Moment, wo ich registriere, dass die Kraft innen liegt, in mir, und das ist genau das Christusbewusstsein in seiner Wirklichkeit. Das Christusbewusstsein hat nichts anderes, als dass es sagt, das Göttliche ist im Menschen. Das ist das Gleiche, wie ich jetzt am Anfang vom Video gesagt habe. Es geht von außen nach innen. Jetzt geht es darum, das umzusetzen. Freie Energie setzt innen an. Weil wenn ich erkenne, dass die Kraft in mir liegt, kann ich alles erschaffen, was ich nur denken kann und fühlen kann. Energie erschaffe ich durch meine Gedanken und Gefühle und meinen Glauben, meine Sicherheit im Glauben. Wenn ich jetzt glaube, dass außen die Realität ist und mein Verstand erzählt mir das immer, und der Verstand ist limitiert, der Verstand kennt nur deine Vergangenheit. Das ist wie ein Computer, der eingespeist ist. Der kann nicht in deine Zukunft schauen und drüber hinausschauen.
Dein Inneres kennt deine Zukunft, weiß deine Zukunft. Wenn ich dem Verstand folge und damit, der mich nach außen zieht, in die Bilder, die um mich herum sind, bin ich aus meiner Kraft. Und erzeuge, was ich sehe, wieder und wieder und wieder und wieder. Und wenn ich vor etwas Angst habe, starke Energien in mir fühle und erzeuge, hole ich das umso schneller zu mir her. Frage dich, wo überall glaubst du dem Außen noch mehr wie dir selbst? Ich muss dem Geld folgen, sonst habe ich's nicht. Ich muss irgendjemandem folgen, der mehr weiß wie ich, sonst kapiere ich nichts. Ich muss schnell mir die ganzen Dinge auf der Welt angucken, bevor irgendeine Katastrophe reinkommt. Und. Wenn du hier bist in diesem Video, hast du jetzt die Chance, weiter in das Training einzusteigen, das Außen loszulassen und zu erkennen, das Außen ist nichts anderes als eine Reflexion, ein Spiegel deines Bewusstseins. Zeit verschoben. Das, was du in dir als Geschichte erzählt hast, dem du so selbstverständlich geglaubt hast, aus deiner Vergangenheit, siehst du heute in deiner physischen Realität. Schau es dir an. Du kannst gerne das Video anhalten, hier, und dir das mal in Ruhe anschauen. Du bist bewusst hergekommen. Du bist hier inkarniert, jetzt, weil auf Seelenebene, auf der Ebene, wo du unsterblich bist, wusstest du, dass du das genau alles erfahren willst und dass du diesem Spektakel jetzt hier beiwohnen willst. Diesem Spiel, in diesem Traum bewusst mitmachen möchtest. Gehörst du auch zu denen, die immer gewusst haben, dass sie das Paradies auf Erde bringen? Gehörst du auch zu denjenigen, die ganz tief in ihrem Herzen wissen, ich will Frieden. Ich will, dass es den Tieren gut geht. Ich will, dass es den Menschen gut geht. Es ist Schluss mit Kriegen. Es ist Schluss mit Lügen. Es ist Schluss, dass die eine Partei gegen die nächste und die nächste und die nächste donnert. Es ist Schluss damit, dass sich die Menschen unachtsam gegenseitig umbringen, ermorden, verleumden und sonst irgendetwas. Wenn du so jemand bist, dann frage ich dich jetzt, ist es vielleicht jetzt Zeit, für das zu gehen, was du wirklich willst? Was heißt das? Was heißt das konkret? Bist du bereit, in deine Kraft zu gehen? Bist du bereit, aus dem Bewusstsein, wo du Opfer der Umstände bist, herauszugehen und anstatt dich über das zu ärgern, was nicht da ist, in das hineinzugehen und das zu fokussieren, was du wirklich haben willst, zu spüren, wie die Meere kristallklar gereinigt sind, wie die Flüsse kristallklar gereinigt sind. Du kannst in jeden Fluss gehen und wenn er noch so groß ist und daraus trinken und du spürst wunderbarstes klares Wasser. Du siehst überall die Tiere lebendig da drinnen schwimmen, voller Freude und Glück. Überall. Die Natur ist in ihrer großen, vielfältigen Kraft üppig, wie bei mir in den Tropen, am Gedeihen und am Wachsen. Es sind
unendlich viele Bäume überall gepflanzt. Die Bäume werden geachtet, weil die Menschen verstanden haben, wie wertvoll die Bäume auf der ganzen Erde sind. Und überall auf der ganzen Erde ist ein Bewusstsein eingezogen, weil die Menschen verstanden haben, sie müssen nicht mehr den Dingen hinterherrennen, die Welt ausbeuten, damit sie Geld bekommen, sondern weil sie verstanden haben, die Kraft liegt in ihnen, sie brauchen nur von innen das zu erfühlen, die Energie davon zu erzeugen, was sie haben wollen, und sie haben alles zur Verfügung. Das ist das Bewusstsein der freien Energie. In dem Moment, wo Menschen, eine bestimmte Anzahl von Menschen auf der Erde, das fühlen können, dass sie von innen alles haben können und erzeugen können, was sie nur haben wollen. Geist folgt der Materie. Ist freie Energie auf der Erde. Und in dem Moment, wo die freie Energie, die es ja schon Jahrzehnte überall gibt, entwickelt, ich meine, Tesla hat das, Nikola Tesla, das hat nichts mit Elon Musk zu tun. Nikola Tesla hat Anfang letzten Jahrhunderts die freie Energie in großem Stil schon entwickelt, nur das war noch nicht an der Zeit. Das wurde, wie sagt man, weggehalten, weil wenn man freie Energie hat, kann man kein Geld mehr machen. Das muss ein Shift im Bewusstsein geben, und der setzt hier bei dir an, bei mir an, bei jedem Einzelnen an. Indem wir erkennen, es ist nicht außen, sondern innen die Realität, und wir sind frei. Wir müssen nicht erst frei werden, wir sind frei. Es ist unser Fokus, das, was wir fühlen, was wir glauben und was wir in uns erleben und denken. Dasjenige, was Realität erschafft. Wir erschaffen das. Jeden Moment. Es geht gar nicht zu erschaffen. Es geht nicht. Wir sind diese erschaffenden Götter. Immer. Jetzt ist es die Frage, reicht es, was wir sehen? Wollen wir was Neues setzen? Wie Samen in den Garten. Es wird wachsen. Intentionen haben eine unendliche Kraft. Du hast keine Ahnung, wie viel Kraft du hast. Vielleicht weißt du es. Intentionen haben eine irrsinnige Auswirkung. Und wenn ich diese inneren Bilder erschaffe, wenn ich wirklich anfange, konkret, jeden Tag, morgens früh, wenn ich aufwache, bereits die Intention in den Tag setze, wie ich meinen Tag erleben und erfahren möchte, dass ich erfüllt sein möchte zum Beispiel, wunderschöne Begegnungen haben möchte, dass mein Leben fließend, leicht, freudvoll ist. Ja, da fange ich an, freie Energie in mir in Gang zu setzen. Wenn wir sie in uns in Gang setzen, wird sie im Physischen kommen. Es ist Geld haben, nicht Geld haben, ist eine Frage des Bewusstseins, nicht der harten Arbeit. Dass ich das lebe, was ich wirklich leben will, ist eine Frage des Bewusstseins, nicht von Glück oder Geld haben oder sonst irgendetwas. Ich lebe es, ich kann dir nicht sagen, wie wunderschön mein Leben ist. Es ist unfassbar. Wenn wir das tun, sehen wir, alles ist machbar. Und wenn alles machbar ist, folgen wir unserem Herzen, weil niemand weiß so sehr, was uns selbst und der Welt wirklich die größte Freude macht, wie unser eigenes Herz. Wir folgen unseren Träumen, wir folgen dem, was wir wirklich lieben, wir erschaffen das, wir sind da drinnen und wir werden frei. Wir werden bewusste Regisseure unseres eigenen Lebens, was wir vorher vielleicht unbewusst sind. Aber wir sind immer es selbst. Es geht darum, uns an der eigenen Nase herzunehmen und zu sagen, hey, was habe ich denn da jetzt gemacht? Was hat mein bisheriges Bewusstsein gemacht? Ist es das, was ich haben will, oder ist jetzt die Zeit zu sagen, raus, Ende, tschüss, adios, Opferzustand. Ich gehe nach innen. Dazu muss ich volle Verantwortung ergreifen. Dazu muss ich mir klar werden, dass es darum geht, dass ich mir innen wirklich folge, dass ich das tue, was ich liebe. Es geht niemanden außen an. Es gibt auch niemanden,
wo ich anlehnen kann und sage, ist das richtig oder ist das richtig? Nein, du musst wirklich in das hineingehen, was dir wichtig ist und das wusch in dir erzeugen und da dranbleiben und dran sein. Weil in deinem Universum ist jeder einzelne Mensch die Reflexion deines Bewusstseins, nicht nur Ereignisse. Der böse Nachbar, dein wunderbarer Partner, deine Familie, alles ist genau so, wie es ist, aus deinem Vergangenheitsbewusstsein erschaffen. Und zum Teil, wenn wir geboren werden in eine Familie hinein, sind es die Dinge, die wir aus den vorherigen Leben mitnehmen, die wir noch nicht aufgeräumt haben, die wir noch in uns tragen als bindende Kraft, die das erschaffen, wo wir hineingeboren werden. Es gibt nicht eine einzige Situation, wo wir Opfer von Umständen wären. Und dieser Wandel im Bewusstsein ist es, worauf es ankommt. Das passiert in jedem Einzelnen, in seinem Tempo, in seiner Form. Es ist das Größte, die schönste Freude, wenn wir anfangen, das zu erfahren, dass wir dafür zuständig sind von innen, wie unser Leben ausschaut. Ich habe gerade angefangen vor 1,5 Wochen, knapp, mit einem neuen Kurs Design dein Leben. Da geht es im Praktischen darum, auf Spendenbasis. Und da kannst du jederzeit einsteigen für 21 Tage, wo es jeden Tag nur darum geht, wie ich das realisiere in meinem Leben, dass ich bewusster Schöpfer bin. Weil wir erfahren das Kollektiv, was mit unserem Bewusstsein zu tun hat. Und in diesem Bewusstsein und in diesem Kollektiv erschaffen wir gemeinsam, weil alles innen ist, das, was wir wirklich sehen wollen und wofür wir hergekommen sind. Ich wusste es mit 4 Jahren, dass ich für diese Zeit hergekommen bin, um die Menschen an das zu erinnern, was sie wirklich sind. Wodurch der Wandel auf der Erde passiert, auf den es wirklich ankommt. Weil wenn wir nicht wissen, wer wir sind und nicht innen anknüpfen, verstehst du, ich komme zum anderen nicht so zum anderen nach außen, ich muss nach innen gehen, um zum anderen zu kommen. Wenn ich nicht in die Verbindung komme mit mir selber, komme ich nicht zum anderen. Das kannst du verstehen, wenn ich in den Spiegel reinschaue. Ich komme nicht im Spiegel zum Spiegelbild, ja, sondern wenn ich zu mir gehe. Wenn ich so mache zum Spiegel, sehe ich beim Spiegel Streichel. Wenn ich eine runterhaue, sehe ich im Spiegel Streichel. Aber wenn ich am Spiegel irgendwas verändern will, was hier passieren soll, passiert gar nichts. So können wir uns das vorstellen. So funktioniert es. Wenn ich mir vertraue, fängt die Welt sich an zu vertrauen. Wenn ich bei mir stehen bleibe, fängt die Welt an, bei sich stehen zu bleiben. Wenn ich in mir tiefen Frieden fühle mit allem, was ist, weil ich das Bewusstsein dorthin angehoben habe, dass ich erkannt habe, jeder ist in seinem Kern nichts anderes wie ich, fange ich an, Weltfrieden in mir zu erzeugen. Und der Spiegel muss es spiegeln. Wir entscheiden. Das, was du politisch siehst, ist deine Entscheidung. Die Form, wie du es siehst. Denn jeder ist ja in der Lage, etwas als furchtbar zu sehen. Und die gleiche Sache sieht der Nächste als das Tollste der Welt an. Ja, das hat nichts miteinander zu tun. Jedes Mal ist es eine Frage des eigenen Bewusstseins. Daher sehe ich nur, was ich in mir habe. Und ich sehe im Außen auch nur mich selbst. Im anderen, in den Politikern, in den Ereignissen. Wenn ich anfange, draußen den allen die Ohren kaputt zu hauen, weil der ist ja so beschissen und der ist toll und der ist super und der geht überhaupt nicht, habe ich meine Kräfte in
ein Schattentheater wieder hineingegeben und kann nicht wirklich etwas anfangen, außer dass ich mich quäle mit Dingen, wo ich nichts verändern kann, weil ich wieder super im Opferzustand bin. Aufwachen, loslassen, okay, in sich hineingehen, der ganze Wandel, in dem wir drinnen sind, der so gigantisch ist, wofür jeder Einzelne hierher gekommen ist nichts anderes, als zu erkennen, es ist nicht außen, sondern innen die Realität. Ich bin nicht Opfer der Umstände, sondern ich erschaffe alle Umstände. Und es hat damit zu tun, in meine Verantwortung reinzugehen und ab jetzt, neu zu gestalten, neue Samen bewusst zu setzen. Und die Früchte wirst du ernten zu seiner Zeit, so wie du jetzt die Früchte deiner Vergangenheit erntest. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, wenn du das Video likest, wenn du mich abonnierst, wenn du es weiterreichst und wenn du unbedingt unten drunter erzählst, was es mit dir macht, wo du stehst, wo du berührt wirst, wo du Fragen hast. Ich freue mich sehr, dass dieses Video weit rauskommt und mein Kanal richtig gut weiter wachsen kann, sodass dieses Bewusstsein der freien Energie, die bereits da ist, in jedem Einzelnen anfängt zu keimen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da bist.